In Concludis finden Sie alle Informationen zu einem Bewerber übersichtlich in einer Zeile dargestellt. Sie finden insgesamt 3 Spalten. In der ersten die persönlichen Daten zu dem Bewerber mit seinem Bild, in der zweiten Spalte die Stelle, auf die er sich beworben hat, und in der dritten Spalte finden Sie alle Informationen zum Prozess. In der ersten Spalte finden Sie die personenbezogenen Daten des Kandidaten, die über den CV-Parser aus seinem Lebenslauf ausgelesen wurden. Wenn Sie auf einen der Einträge klicken, können Sie auch dort direkt im Datensatz Modifikationen vornehmen. Rechts finden Sie ein Symbol mit 3 Punkten, über das Sie Zugriff haben auf weitere Funktionen unmittelbar, die den Kandidaten betreffen. Wie zum Beispiel ein Factsheet, das alle Daten zum Kandidaten nebst Anlagen in einem Dokument zusammenfasst, entweder auf dem Bildschirm oder per E-Mail versendbar macht. Oder Sie sehen hier auch den Datenschutzbericht nach der DSGVO, über den Sie einen Auszug der personenbezogenen Daten unmittelbar an den Kandidaten weitergeben können. Die weiteren Funktionen, die in dem Menü sind, zeigen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Webinar. In der zweiten Spalte in der Bewerberübersicht finden Sie die Stelle, auf die sich der Bewerber beworben hat. Neben dem Stellentitel und dem Datum und dem Stellenort und der Quelle, also zum Beispiel die Jobbörse, über die sich beworben hat, finden Sie hier unten 2 Schaltflächen, über die Sie auf weitere Informationen zu der Bewerbung des Bewerbers zugreifen können. So zum Beispiel auf den CV, der über den CV-Parser ausgelesen wurde. Strukturiert nach beruflichen Stationen, nach Ausbildung, Kompetenzen finden Sie dort alle Informationen zu dem Kandidaten wieder. Sie sparen sich so das Lesen von PDFs und können so über Mouse-Over direkt auf die Daten zugreifen. In der zweiten Schaltfläche greifen Sie auf die Anlagen zu, die der Kandidat mit seiner Bewerbung hochgeladen hat. Alle Anlagen wurden automatisiert zu PDFs konvertiert und per OCR, also Optical Character Recognition, ausgelesen und der Text zum Kandidaten gespeichert. So haben Sie die Möglichkeit, später über eine Volltextsuche nach beliebigen Textbausteinen zu suchen. Die Anlagen des Kandidaten können, da sie alle zu einem PDF konvertiert worden sind, über diesen Dialog zusammenfassen. Sie können die Reihenfolge verändern und haben die Möglichkeit, die zusammengefassten Anlagen zu vermailen oder als PDF auszudrucken. In der dritten Spalte nun finden Sie alle Aktionen zum Kandidaten. Sie sehen den aktuellen Status des Bewerbers im Prozess und den Hinweis für Aktivitäten, die Sie nun beginnen können. So zum Beispiel hat der Recruiter die Möglichkeit, einen Kandidaten nun in einem ersten Schritt zu klassifizieren. Die jeweiligen Bewertungsitems für die Klassifizierung können bei der Installation des Systems frei von Ihnen definiert werden. Weiterhin stehen weitere Aktivitäten über ein Dropdown-Menü für diesen Kandidaten zur Verfügung. Sie können dort Nachrichten versenden, Wiedervorlagen erstellen, Termine dokumentieren oder aber auch Notizen zu dem Bewerber hinzufügen. Wenn Sie diesen Kandidaten nun an die Fachabteilung weitergeben wollen, klicken Sie auf den Menüpunkt an Bewerter weiterleiten und Ihre Fachabteilung bekommt eine E-Mail mit einem Hinweis, dass ein Bewerber zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung steht.